Weihnachten in Japan, das klingt nach so einem richtig spannenden und aufregenden Erlebnis. Diese ganz besondere Atmosphäre hier einmal in einem anderen Land erleben. Aber keine Sorge, ich bin ja schon zur Stelle, um deine Träume zu zerstören. Heute beantworte ich die große Frage, wo erlebst du Weihnachten am besten? In Japan oder in Deutschland? Oder vielmehr lasse ich sie mir beantworten, weil ich habe mir Unterstützung von einem Experten geholt, den du vielleicht schon aus einem meiner früheren Videos kennst. Grüß dich, Stefan. Hallo Grüß Leute. dich. Ja, ich verstehe gar nicht. Du nennst mich hier kündigst mich als Experten an. Ja? Also ich glaube, die Leute wissen auch nicht genau, was das sein soll. Aber wir werden später im Video darauf nochmal eingehen, was mich jetzt am Experten machen soll. Ne? Ja. Also wir So. machen hier ein Weihnachtsvideo, oder? Ja, das war jetzt zumindest der Plan. Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie überhaupt nicht weihnachtlich. Ne? Also das ist mir zu blöd, weißt du, ich gehe wieder. Okay, das war's dann wohl mit dem Video. Ha, jetzt ist schon besser. Merry Christmas, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Jetzt können wir ein Weihnachtsvideo machen, wa? Ja. So, Stefan, Weihnachten, aber du guckst so ganz kritisch so ein bisschen in die Runde. Ja. Woran liegt das? Ja, also wir sind hier auf der Hiroshima Weihnachts- oder Winterillumination. Und ich muss sagen, ich finde das hier krass kitschig, ehrlich gesagt. Nicht so, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise wie man es aus Deutschland kennt natürlich. Ich finde das krass viele Farben hier, etwas zu bunt und einfach nur Kitsch an jeder Ecke, viele Herzchen natürlich auch. Und, Du bist nie so überzeugt von diesem wundervollen Pink hier. nein, also ich persönlich bin auch kein Fan von Pink, muss ich auch sagen, aber allein diese Farbzusammenstellung, ich muss nebenbei bemerken, ich habe Kunst studiert und naja, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Also definitiv ein größerer Fan von der Beleuchtung in Deutschland. Absolut, das ist da auf jeden Fall simpler gemacht. Man hält sich da prinzipiell an zwei Farben, glaube ich, im Endeffekt weiß und grün oder So gelb und gelb natürlich gibt es auch, ne? Aber es ist alles viel, es ist natürlich alles hier eher von Amerika her geprägt und ja, die Amerikaner lieben den Kitsch anscheinend auch und das ist vielleicht aus Amerika rüber geschwappt, ich weiß es nicht. Und ja, ich finde diese Innovation, die sich hier auf der gesamten Heiwadori hier langstreckt, größtenteils grottenschlecht. Es ist besser geworden über die Jahre, aber irgendwie weiß ich auch nicht, wer da eigentlich das künstlerische Gesamtkonzept übernimmt. Wahrscheinlich niemand. Die Stadt macht halt einfach irgendwas und stellt es hin, ohne sich irgendwie ein Gesamtkonzept zu überlegen. Ne? Ist das jetzt eigentlich überall in Japan so mit der Weihnachtsbeleuchtung, dass da grelle Farben sind und so weiter? Ach nee, also ich muss sagen, es ist irgendwie diese Winter- oder Weihnachtsinnovation, die gibt es ja eigentlich überall. Also Osaka, Tokio, habe ich gesagt, habe ich echt geile Dinge gesehen, wo man auch sieht, dass da anscheinend ein kreativer Gestalter dahinter steht. Also sogar hier die nächste kleinere Stadt hier, Miyoshi, das sind 100.000 Einwohner, die haben da eine wesentlich tollere Animation hingestellt als die Millionenstadt Hiroshima. Ist ein bisschen peinlich, wo wir hier wohnen, aber ja, was soll man machen, ne? Also es geht auch besser, sagen wir mal so, ne? Es muss an Hiroshima liegen, ne? Ja, aber Weihnachten besteht natürlich nicht bloß aus der Beleuchtung, obwohl die ja in Japan schon ziemlich wichtigen Stellenwert einnimmt, oder? Ja, die Illumination ist natürlich, wie man auch vielleicht im Hintergrund erkennen kann. Hier Leute kommen vorbei. Es sind ja viele Illuminationen aufgestellt, die offensichtlich zum Fotomachen geschaffen wurden, wo man sich da reinstellen kann und einen schönen Fotoframe hat. Ein Herzchen sehe ich gleich da vorne. Da drüben ist ein Bilderrahmen, ein Lichttunnel und so weiter. Alles so tolle Fotogelegenheiten. Man muss natürlich auch eins noch dazu sagen, wenn wir vielleicht später noch mal drauf kommen, wenn es um Weihnachten im Allgemeinen geht. Es geht hier natürlich nicht um die Geburt von Jesus Christus, sondern hier ist eigentlich das Weihnachtsfest ein Pärchen-Event. Das heißt, deswegen sind hier auch so viele Herzchen zu sehen.
Man geht zusammen entweder ausessen, manchmal sogar ins Love Hotel für diesen Zweck. Und es hat mit Family nichts zu tun. Es ist eigentlich mehr so ein Pärchen-Event Weihnachten. Gut, ich würde meinen, dann gehen wir jetzt auch mal ein Stück weiter und schauen uns mal ein bisschen mehr von Weihnachten. Mal gucken, ob wir euch noch ein bisschen mehr Kitsch zeigen können. Ja, wollen wir hier losgehen. Guck mal da. Das bedeutet also, nie so ganz zufrieden mit Weihnachten in Japan. Du fliegst dann wohl lieber nach Deutschland zurück fürs Fest, oder? Ja, ich muss sagen, die letzten 5, 6 Jahre bin ich immer zu Weihnachten zurück nach Deutschland geflogen. Dieses Jahr wegen der aktuellen Corona-Situation und dem neuen Omikron. Muss ich mir jetzt als Weihnachtsüberraschung nicht zumuten. Vor allem ist auch unklar, ob ich dann nach Japan zurückkommen kann. Ja, im Prinzip natürlich ist Weihnachten in Deutschland tausendmal viel besser. Familie ist da, es gibt lecker Essen, es gibt einen anständigen Weihnachtsbaum. Geschenke natürlich auch. Ne? Und gerade der Weihnachtsbaum, also auch diese ganze Atmosphäre, die existiert ja eigentlich gar nicht. Ne? Es ist ja auch so, also wenn ich, natürlich vermisse ich ja einiges. Was ich auch vermisse zum Beispiel ist, November, Ende November, ne? Wenn es in Deutschland anfängt, zum Beispiel Nebel zu haben. Ne? Das gibt es ja gar nicht, Nebel. Ne? Und das war für mich als Kind immer, ne? Es war Weihnachtszeit, fängt an, ne? Weil diese neblige Stimmung und so weiter. Solche ganzen atmosphärischen Sachen gibt es hier eigentlich nicht, die einem so richtig in Weihnachtsstimmung bringen. Die ewigen Jingle Bells und anderen amerikanischen Weihnachtslieder, die man sich hier anhören muss, tragen jetzt in meinem Fall nicht dazu bei. Ab und zu gibt es auch Stille Nacht, Heilige Nacht in der amerikanischen Version. Also um Last Christmas kommt man ja auch nicht drum herum, oder? Last Christmas, auf und runter, Jingle Bells, Last Christmas und so weiter, wie sie alle heißen. Ne? Nee, also auf jeden Fall Weihnachten in Deutschland, Daumen hoch. Weihnachten in Japan, Daumen runter. Wie sieht es eigentlich mit Schnee aus? Mit Weihnachten, jeder verbindet damit irgendwie Schnee, auch in Deutschland viel Schneegestöber. Aber hier so, wir haben jetzt schon gut Mitte Dezember rum, aber ja, sieht gerade mal ein bisschen herbstlich aus, ne? Ja, ich möchte auch noch Snowboarden gehen an Neujahr, also nichts davon zu merken. Ja, ne, also hier in Hiroshima sind wir sowieso vom Klima her nicht so richtig Schnee verwöhnt. Also da schneit es in der Regel mal einmal pro Jahr und dann bleibt es auch nicht liegen. Da muss man dann hier auch in Hiroshima in die Berge gehen. Da gibt es auch etliche Skigebiete. Oder natürlich Tohoku, Hokkaido. Da gibt es massig Schnee, da muss man dahin gehen. Also hier in Hiroshima ist eher so ein mildes Winterklima. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Wie sieht es da mit Tokio aus? Weil ich nehme mal an, jetzt die meisten, die irgendwie nach Japan kommen, die werden wahrscheinlich erstmal nach Tokio gehen. Hat man dort Schnee etc.? Man hat in Tokio manchmal sogar Schneechaos. Ne? Okay. Aber natürlich, da muss es schon echt stark schneien. Ne? Also normalerweise in Tokio wahrscheinlich eher weniger, weil ich mir vorstelle, ich wohne ja nicht in Tokio, aber die Stadt heizt sich natürlich auf. Ich merke das ja schon, ich wohne ja unten auf einer Insel oder ein bisschen, da ist es im Endeffekt 5 Grad kälter als hier in der Stadt, wo sich einfach alles aufheizt über den Tag über. Ne? Eine Sache wollte ich noch sagen, von wegen Weihnachtsbaum. Ich habe ja mal versucht, hier gibt es natürlich Weihnachtsbäume, alle aus Plastik natürlich nur. Ja. Aber ich habe mal versucht, einen hier einen richtigen Weihnachtsbaum zu bekommen. Ich habe einen gefunden in einem Blumenladen. Der war ungefähr so groß in einem Topf. Der sollte über Ichiman Yen, also locker 100 Euro kosten. Hab's dann sein lassen. Bei so einem Schnäppchen. Ja. Aber mit Weihnachtsbäumen, da sind wir jetzt natürlich auch bei den Weihnachtsbräuchen angekommen. Aber wie die in Japan ablaufen, dafür müssen wir jetzt mal an eine andere Stelle gehen. Ne? Okay, gehen wir mal los. Gerade im Westen hört man ja häufig von dem japanischen Brauch, dass man zu Weihnachten nochmal zu KFC geht. Jetzt will ich dich eigentlich fragen, ist das ein Gerücht oder ist das weit verbreitet? Aber ich sehe, du bist schon fleißig am Essen. Aber ja, warum zum Geier? Warum macht man das?
Ja, ist eine gute Frage, aber du hast vollkommen recht. Es hat sich hier in Japan als Christmas-Tradition herauskristallisiert. Und zwar ist das wohl so gewesen, dass die Firma KFC im Jahre 1974 eine groß angelegte nationale KFC-Weihnachtskampagne angelegt hat. Und daraufhin die hat anscheinend so eingeschlagen wie Bombe, dass seitdem die Japaner zu Weihnachten eben entweder Kentucky Fried Chicken, man kann das hier auch schon, das sind Poster, bestellen, damit man das dann Weihnachten abholen kann. Oder auch bei Convenience Stores oder anderen Geschäften kann man eben für Weihnachten Fried Chicken bestellen. Und das hat sich hier so eingebürgert. Laut Internet sollen es wohl ca. 3,6 Millionen Japaner sein, die direkt bei KFC dann meistens mit Familie zum Weihnachten zum Fried Chicken essen gehen. Ja, und das hat sich hier irgendwie so als super populär eingebürgert. Es gibt noch eine andere Geschichte, die besagt, dass ausländische Besucher zur Weihnachtszeit eben in Tokio Truthahn gesucht haben, also amerikanische oder englisch sprechende, gab es keinen. Und auch die Öfen hier viel zu klein sind für Truthähne und man hat eben dann Hähnchen als Alternative sich da ausgesucht, weil das irgendwie so machbar war. Das scheint wohl ein findiger Marketingmanager bei KFC gespürt zu haben und hat dann diese Marketingstrategie entwickelt, die eben eingeschlagen ist wie Bombe. Nicht schlecht. Wie sieht's aus? Also München gibt es offensichtlich den Truthahn, Kuchen etc. Gibt es da was? Ja, das ist auch eine Sache, die man in den Convenience Stores oder auch bei natürlich Bäckereien bestellen kann. Das hat, und zwar ist hier der Christmas Keiki. Das ist also im Endeffekt eine Erdbeertorte, eigentlich mehr so eine Art Sahnetorte mit ein bisschen Erdbeer obendrauf. Der ist an sich schon populär geworden, anscheinend nach dem Krieg, weil natürlich die Farben, also das Weiße der Sahne und die runden, in einer runden Form angeordneten Erdbeeren obendrauf, die japanische Flagge symbolisieren, hat sich wohl als Zeichen des Wohlstandes nach dem Krieg irgendwie so etabliert. Und irgendwann hat sich das eben für die Pärchen als Weihnachtskuchen herauskristallisiert und ist jetzt auch mit Weihnachten in Japan stark verbunden. Nicht schlecht. Oh, was haben wir hier eigentlich noch für Weihnachtsbräuche? Ich glaube, müssen wir ein bisschen weitergehen. Gibt es noch was zu zeigen, ne? Da haben wir noch ein bisschen was zu sehen, gleich da oben. Ja, bis gleich, Leute. Ich esse weiter. So, warum sind wir jetzt hier vor diesen wundervollen Weihnachtsbaum gegangen? Weil wir müssen ja noch eine sehr, sehr wichtige Frage klären, weil ich habe den Stefan ja angekündigt als Experten Genau. für Weihnachten in Japan, in Hiroshima. Warum eigentlich? Ja, es war mir am Anfang auch etwas schleierhaft, ehrlich gesagt. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann, na klaro, ich mache ja hier in Hiroshima den Weihnachtsmarkt, den deutschen. Und das wird es wohl gewesen sein, wa? Genau. Ziemlich offensichtlich, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Christbäumen nicht. So ist es. Wie kommt das eigentlich dazu, dass du hier diesen Weihnachtsmarkt veranstaltest? Ja, das ist eigentlich aus der Not heraus geboren, dass es Weihnachten war. Ich dann schon einige Jahre hier gelebt habe und es gab keinen Weihnachtsmarkt. Dachte ich mir, wie kann man dem abhelfen? Da machen wir einfach einen. Und dann habe ich mich so 3 Jahre lang umgeguckt nach Plätzen, nach Schaustellern und so weiter, Sponsoren und so weiter. Und mit der großen Hilfe von Herrn Kanda, der immer dabei war, für umsonst, für lau bei den Meetings, weil mein Japanisch da noch nicht so ausreichend war für, hat das dann endlich 2015 geklappt, dass wir einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt hier in Hiroshima haben, jedes Jahr. Leider, letzten 2 Jahre wegen Corona, also letztes Jahr und dieses Jahr leider findet er nicht statt. Und das mache ich jetzt halt jedes Jahr. Ne? Ja, aber du bist ja Veranstalter des Weihnachtsmarktes. Gibt es bloß in Hiroshima den deutschen Weihnachtsmarkt oder kann man die auch anderswo in Japan finden? Natürlich hat sich das auch letzter Zeit verbreitet. Also am Anfang gab es eigentlich nur Tokio, ich glaube Sapporo, weil die als Partnerstadt München haben, Osaka, ganz großer Weihnachtsmarkt. Und letzter Zeit auch in Fukuoka und anderen Städten haben findige japanische Geschäftsleute die Idee erkannt, dass man da gut Geld mitmachen kann.
Und das gibt es jetzt eigentlich auch recht oft hier. Hm. Nicht schlecht. Also Weihnachten in Japan stark durch deutsche Kultur dominiert. Aber gibt es da jetzt eigentlich irgendwelche Unterschiede zwischen den Weihnachtsmärkten in Japan und denen in Deutschland, obwohl die jetzt natürlich ja doch schon aus Deutschland kommen letzten Endes? Ja, also außer der Osaka Weihnachtsmarkt, der natürlich auch vom Generalkonsulat, dem deutschen Generalkonsulat mit irgendwie da mit deren Hilfe zustande gekommen ist. In Osaka kommt tatsächlich alles original aus Deutschland. Die Buden, die Produkte, sogar die Arbeiter, schaffen die jedes Jahr hier ran. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe ja alles vor Ort und habe da andere Probleme. Die anderen, muss ich sagen, sind schon sehr amerikanisiert. Wenn es jetzt darum geht, um Dekoration und so weiter, da ist Santa Claus überall alles so ein bisschen kitschig, so ein bisschen Disney World mäßig. Wie auch vorhin bei der Illumination gesehen, alles ein bisschen zu kitschig oder zu bunt. Ne? No. Ich versuche das hier in Hiroshima ein bisschen stilvoller und deutscher zu machen. Originaler, wollte ich damit sagen. Und ich hoffe, es gelingt mir auch. Sehr schön. Also die deutschen Weihnachtsmärkte sind offensichtlich ein Staple, wenn man in Japan ist und hier doch richtig Weihnachten feiern will. Aber kannst du noch weitere Tipps dazu geben, wie man in Japan wirklich das beste Weihnachtserlebnis bekommt, was man bekommen kann? Naja, ich denke, das liegt daran, wie sich jeder selbst so Weihnachten vorstellt und was er da jetzt genau erleben oder machen oder haben möchte. Ich für meinen Teil muss sagen, ich denke natürlich, die viele Ausländer, die natürlich Familie, Kinder haben, werden natürlich schön zu Hause feiern, sich zu Hause dann Weihnachtsbaum hinstellen und nach ihrem Gutdünken das gestalten. Ich persönlich bin alleinstehend, habe keine Kinder und ich nutze dann, wenn ich nicht gerade in Deutschland bin, nutze dann hier die Gelegenheit, meine Stammtischler einzurufen und einen quasi Weihnachtsersatz an Heiligabend zu veranstalten, wo wir das ein bisschen weihnachtlich deutsch versuchen zu gestalten. Und übrigens, ja, am Freitag kommt alle vorbei. Ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig, also da müssen sich die Damen leider gedulden, weil du bist ja offensichtlich noch zu haben. Ja, aber mit der Quarantäne gerade. Ja, schade. Aber dann haben wir jetzt endlich dieses große Rätsel gelöst. Ne? Mann, alles so klein hier in Japan. Ja. Wir sind zu groß für dieses Land, ich weiß es nicht. Ey. Ja, kann man nichts machen, aber müssen wir mit leben, ne? Genau, großes Fazit dann also, wenn du Weihnachten wirklich feiern willst, dann machst du das am besten in Deutschland und kommst nie erst nach Japan. Wenn du schon in Japan bist, lohnt es sich doch eher zurückzufliegen. Wenn du Weihnachten hingegen aus dem Weg gehen willst, dann hast du ja zumindest die besten Chancen. Und ja, Stefan, ist noch was zu sagen zum Abschluss? Ach nee, ich glaube, du hast ja schon alles gut in einem Fazit zusammengefasst und bleibt mir nur noch euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und bitte alle zu Hause in Deutschland nicht vergessen, wie wir das hier in Japan immer machen, auch draußen Maske tragen, ganz wichtig. Genau, wir haben es jetzt bloß mal unterlassen, damit ihr unsere wundervollen Gesichter sehen könnt. Ja. Genau. Ja, wenn du mir noch ein Weihnachtsgeschenk machen willst, guck auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung, weil da findest du heraus, wie du mich und den Kanal hier unterstützen kannst, damit Stefan auch in Zukunft mal wieder vor der Kamera erscheinen kann. Ansonsten natürlich das Übliche, klick den Abonnieren-Button, klick den Like-Button, klick alle möglichen Buttons, die du hier jetzt irgendwo siehst. Und ja, uns bleibt damit nur noch zu sagen, Meli Kulisumasu. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Ja.